Hallo, heute steht einiges an und mit dem dringendsten fange ich mal an, das Video. Mein neuestes Aquarium hier hinter mir, das braucht ganz dringend Pflege, wie man sehen kann. Die Echinodorus hat so viele schöne, neue, kräftige Blätter geschoben, dass die Fische also schon wieder Platzangst bekommen und ich auch große Probleme beim Füttern mittlerweile habe, weil die Wasseroberfläche von den Blättern auch fast schon komplett zugewuchert ist. Und das ist natürlich auch ungünstig für die ganzen kleineren Pflanzen, die hier im unteren Bodenbereich wachsen. Das sind zwar alles anspruchslose Pflanzen, die mit ein bisschen Abschattung sehr gut klarkommen, aber zu viel sollte es eben auch nicht sein. Und deswegen werde ich da jetzt mal rangehen und Blätter auskneifen und dann schauen wir mal, wie das vorher und nachher dann sich so präsentiert. Dazu senke ich jetzt auf jeden Fall den Wasserstand ein bisschen ab. Ich denke mal, ich werde so einen 10 Liter Eimer Wasser rausholen, weil die Guppidamen, die hier drin wohnen, die sind einerseits wahnsinnig neugierig und wollen immer überall dabei sein, wenn was passiert. Und andererseits können die sich aber auch mal erschrecken. Und wenn der ganze Schwarm sich dann kollektiv vor mir erschreckt, dann können da schon mal welche springen. Und ich möchte ja nicht, dass mir einer hier rausspringt. Deswegen wird für solche größeren Pflegeaktionen im Aquarium eben der Wasserstand ein klein bisschen abgesenkt. Und wenn ich damit fertig bin, würde ich euch ganz gerne heute auch noch zeigen, was sonst so in meinen Aquarien los ist, weil da habe ich auch massiv durchgegärtnert in den letzten 14 Tagen, ein paar Veränderungen vorgenommen. Und zuletzt möchte ich euch auch noch erzählen, was hier für eine große Veränderung ansteht in den nächsten Wochen. Ich möchte nämlich ein weiteres Aquarium von der Größe hier mir zulegen für mein Arbeitszimmer und dafür müssen dann aber 3 andere weichen von den kleineren, weil das sonst also wirklich zu viel Arbeit wird, der Platz auch gar nicht vorhanden ist. Und ja, beschlossen habe ich das deswegen, weil mein Fokus in der Aquaristik auf der Guppi-Haltung liegt, das wisst ihr ja alle. Und natürlich kann man junge und heranwachsende Guppis oder kleinere Zuchtgruppen gut in 60, 70 Liter Becken halten. Aber für die dauerhafte Haltung sind meiner Meinung nach einfach die Becken hier über 100 Liter am besten geeignet. Weswegen ich mir von der Sorte jetzt eben noch ein drittes zulegen möchte. Und ja, dafür müssen dann eben leider ein paar kleinere weichen, auch wenn mir das sehr leid tut, weil mir die auch optisch sehr gut gefallen. Aber dazu am Ende des Videos mehr. Und jetzt fange ich erstmal an, hier meine dringende Maintenance-Session zu machen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wir schauen mal von oben ins Aquarium rein. Das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Also die Pflanze nimmt hier wirklich die komplette Wasseroberfläche ein mittlerweile. Und genau hier ist meine Futterklappe drüber. Und das funktioniert natürlich auch nicht mehr. Wenn ich jetzt die Futterklappe aufmache und da Futter reinwerfe, dann bleibt das einfach oben auf den Blättern liegen und die Fische müssen sich abmühen, da irgendwie ranzukommen. Und von daher musste ich jetzt die letzten Tage immer den Deckel einmal beiseite schieben komplett, um die Fische eben hier in dieser kleinen, noch freien Ecke zu füttern. Ja, also es ist dringend nötig, hier auszudünnen. Ja, und wie man sieht, wird das sehr schwer, da sich überhaupt für Blätter zu entscheiden, die weg müssen, weil die alle super gut und gesund aussehen und also kaum mal eins dabei ist, wie das hier zum Beispiel, wo sich da mal so kleine Löcher zeigen, wo man sagt, na gut, das kann weg. Aber da muss man einfach rigoros durchgreifen. So, ich hoffe, man kann das jetzt ein bisschen sehen. Ich kann ja nicht gleichzeitig filmen und Pflanzenblätter ernten. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, das Aquarium und ich sind halbwegs gut drauf. Ja, warum wächst das hier so gut, diesem Aquarium? Die Frage, die stelle ich mir also auch
öfter mal. Ja, ich glaube, da kommen einige Faktoren zusammen. Also grundsätzlich in einem neuen Aquarium, das hier steht jetzt ja erst seit knapp 5 Monaten, ist der Pflanzenwuchs erstmal sehr, sehr gut. Habe ich schon oft beobachtet. Verglichen mit den Aquarien, die jetzt eben schon jahrelang stehen. Also da ist das gelegentlich mal so, dass sich die Nährstoffe der Bodengrund so ein bisschen erschöpfen nach vielen, vielen Jahren und das Pflanzenwachstum dann so leicht stagniert oder zumindest nicht mehr so extrem ist wie am Anfang. Der Bodengrund, der ist jetzt nicht die Ursache für dieses Wahnsinnswachstum hier, der Echinodorus. Das ist reiner Poolfiltersand ohne irgendwelche Soils oder sonstige düngende Zusätze. Ich gebe meinen Echinodoren unregelmäßig kleine Gaben Bodentabs oder Sticks, weil das doch Pflanzen sind, die ordentlich zehren und für zusätzliche Nährstoffe dankbar sind, aber jetzt nicht in rauen Mengen. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann die hier das letzte Mal was bekommen hat. Das ist schon eine Weile her. Ja, also was natürlich auch durchaus in diesem Aquarium ein Faktor sein kann für dieses krasse Wachstum, weil also das, was ihr hier seht, das ist praktisch in 14 Tagen passiert. Das sind die vielen Fische. Also ich habe hier sehr, sehr viele Guppidamen drin und das sind also für meine Verhältnisse die größten Fische, die ich pflege und auch sehr verfressen. Also die hauen ordentlich was weg und produzieren deswegen auch ordentlich Dünger, weil die Ausscheidungen der Fische werden natürlich von den fleißigen Bakterien im Aquarium in Stickstoff verwandelt und Stickstoff ist ein sehr guter Pflanzendünger. Der limitierende Faktor in all meinen Aquarien ist natürlich CO2, weil ich keine künstlichen CO2-Anlagen, also was heißt künstlich, keine CO2-Anlagen betreibe, die eben zusätzlich CO2 ins Aquarium geben. Aber anscheinend limitiert das hier nicht so wahnsinnig viel bei dieser Pflanze. Gut, die ist jetzt auch, so wie alle meine großen Echinodoren, mit den Blättern an der Wasseroberfläche angekommen, liegt da so auf, mehr oder weniger. Und da ist sie dann natürlich auch in der Lage, sich CO2 aus der Raumluft zu holen und ist nicht nur auf das angewiesen, was sich eben im Wasser befindet, was ja nun mal ohne zusätzliche CO2-Anlage zwar nicht gar nichts ist, aber doch im etwas geringeren Bereich sich befindet. Ja, und ja, genau, ich war eigentlich, ich bin abgeschweift, ich war ja bei den Fischen und es gibt tatsächlich Spezialisten, also unter anderem Frau Wallstadt, aber auch andere, die eben schon den Düngewert von Fischen ausgerechnet haben fürs Aquarium. Und das ist also ein Faktor, der ist nicht zu vernachlässigen. Wenn man viele Fische in einem Aquarium hat, dann produzieren die auch viel Dünger. Und das begünstigt eben das Pflanzenwachstum. Und gerade Stickstoff ist ja, weiß man ja, wenn man vielleicht gerne gärtnert, ein ziemlicher Boost fürs Pflanzenwachstum. Also da habe ich auch Aquarien, in denen sich kleinere und weniger Fische befinden als in diesem hier. Und da wachsen die Pflanzen dann auch nicht so schnell. So, damit bin ich erst einmal zufrieden. Ich fülle jetzt den Wasserstand wieder auf und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Meistens ist das so, dass ich dann doch noch 1 oder 2 Blättchen sehe, die eventuell noch weg können. Nicht erschrecken, Ladies. Wir haben es gleich geschafft.
Also, das habe ich hier rausgeholt. Kann man das sehen? Der Eimer ist voll. Schade, dass man da keinen schönen Salat für die Familie draus machen kann. So, mal gucken. Ja, also ich finde, das kann man gleich sehen, dass hier wieder mehr Licht ist im Aquarium. Ne? Die ganzen schattigen Ecken, die sind jetzt wieder weg. Und die Blätter sehen jetzt etwas hellgrüner aus als vorher. Das liegt einfach daran, dass ich beim Entfernen immer die älteren Blätter bevorzuge. Das sind die dunkelgrünen, richtig großen. Und die nachwachsen, die haben noch so ein bisschen hellgrünere Farbe. Die haben jetzt die Chance, sich schön kräftig zu entwickeln. Ja, und dann mache ich gleich noch mal eine schöne Vorher-Nachher-Aufnahme, damit wir noch mal sehen können, was sich hier verändert hat durch diese kleine Pflegemaßnahme. So, Achtung. Alles gut, Ladies, nicht erschrecken. Meine 3 Fensterbank-Aquarien, die haben in letzter Zeit sehr viel Pflege und Aufmerksamkeit benötigt. Ja, also so wie das dieses Jahr gelaufen ist, ist das die ganzen Jahre vorher noch nie gewesen bei uns. Wir hatten, wahrscheinlich nicht nur wir, sondern ganz Deutschland, einen sehr trockenen, sehr sonnigen Frühling. Also hier ist, glaube ich, mehr Sonne durch das Fenster reingefallen in diesen paar Wochen im Frühling als das ganze letzte Jahr insgesamt gerechnet. Und das stellt einen natürlich mit so Fensterbank-Aquarien vor gewisse Herausforderungen. Also es ist jetzt nicht die totale Katastrophe passiert, wie man sehen kann. Es gab kein grünes Wasser, keine Algenblüten. Aber es ist eben schon so, wenn so viel Sonnenlicht reinfällt, dann vergrünen die Scheiben. Und das ist hier also auch passiert. Hier, also vor allem die Vorderscheiben, aber auch die Seitenscheiben, die haben dann doch einen sehr grünen Belag bekommen, den ich dann alle 14 Tage wegputzen musste. Und da mir sowas grundsätzlich zu viel Arbeit ist, habe ich dann beschlossen, dass ich jeden Tag so genau um diese Uhrzeit, die wir jetzt gerade haben, es ist jetzt 20 nach 11, den Rollladen einmal runter mache, sodass die Aquarien dann eben so lange bis abends die künstliche Beleuchtung wieder anspringt, etwas im Dunkeln sind. Und das hat gut funktioniert. Also seitdem ist hier alles wieder sauber und klar und ich habe hier keine zusätzlichen Putzaktionen mehr, die ich machen muss. Ja, und ansonsten habe ich hier beschlossen, dass ich aus allen 4 Aquarien, die sich hier in dieser Ecke befinden, die Stringy-Moospolster entferne, die ich hier immer meistens so in der rechten hinteren Ecke auf so kleinen Haselnussästchen aufliegen hatte, weil die tatsächlich zu gut gewachsen sind. Also wenn das Moos erstmal gut geht, dann geht das ab wie sonst was und verdoppelt sein Volumen, also alle 14 Tage kann man sagen. Und wenn man nicht möchte, dass das Moos das Aquarium übernimmt, muss man dann eben auch alle 14 Tage ran und das Moos einmal teilen und ja, die Hälfte wegwerfen und die andere Hälfte zurück ins Aquarium tun. Und das habe ich hier eben immer gemacht, was ja an sich nicht nach viel Arbeit klingt, aber dadurch, dass ich hier einen sehr guten Zwerggarnelenbesatz in allen 3 Becken habe und ich das persönlich nicht übers Herz bringe, auch nur eine Zwerggarnele irgendwo runterzuspülen oder auszukippen, musste ich die halt immer alle wieder rausfangen aus den ausgewaschenen Moospolstern und das ist doch auf Dauer sehr, sehr aufwendig gewesen.
Also habe ich schweren Herzens beschlossen, dass diese Aquarien jetzt ohne Moos auskommen müssen. So, ein kleines neues Pflänzchen habe ich hier auch. Das hier ist, oh Gott, kann man das überhaupt sehen? Es sind gerade sehr viele Fische im Weg. Ein Echinodorus, kleiner Bär, der seinem Namen alle Ehre macht, weil er ist gerade wirklich winzig, aber er ist angewachsen und hat neue Blätter ausgebildet. Das sind diese braun-roten. Ich weiß wirklich nicht, ob man das gerade sehen kann. Und zu meiner großen Freude ist er fleißig am Wachsen, obwohl also er bei Lieferung in so einem schlechten Zustand war, dass er praktisch alle Blätter erstmal verloren hat. Ja, so viel zu den 3 Fensterbank-Aquarien. Und dieses hier, dazu gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Da werde ich mich doch jetzt noch mal kurz gemütlich hinsetzen. Also dieses schöne Aquarium hier, das ist ja mein größtes mit 126 Litern. Da hat sich auch einiges getan. Und wie man sehen kann, ist das Wasser im Moment so ein bisschen getrübt. Das liegt an ganz vielen Schwebeteilchen, die da noch unterwegs sind, weil ich Anfang der Woche hier also sehr massiv durchgegärtnet habe. Ich habe nämlich das ganze Sagittaria subulata entfernt, das flutende Pfeilkraut. Das ist so eine Gras-Schilf-ähnliche hellgrüne Pflanze, die ich also die komplette Rückwand entlang und auch bis nach hier vorne gepflanzt hatte. Und das hat wahnsinnig viel Mulm und Bodengrund durcheinander gebracht und aufgewirbelt. Und da bin ich jetzt gerade noch dabei, das mit Hilfe von Filterwatte wieder rauszufiltern aus dem Wasser. Ja, das flutende Pfeilkraut wollte ich loswerden, weil das eine ganz tolle, super problemlose Pflanze ist, die auch mein Wasser anscheinend sehr gerne mag und hier super wächst, aber leider zu viel Pflegeaufwand, weil die wirklich sehr fleißig sehr viele Ausläufer macht und die Ausläufer kommen dann also überall im Aquarium zwischen den anderen Pflanzen hoch und gerade unter dieser großen Echinodoris da immer wieder die Sagittaria Ausläufer wegzuroden. Das war mir dann auch zu mühsam irgendwann. Und auch hier das rosanervige Papageienblatt hier in der Ecke, das hat sehr feine, empfindliche Blätter. Und wenn man da eben immer wieder mit den Fingern reingehen und die Ausläufer von anderen Pflanzen aus dem Bodengrund rausziehen muss, dann verliert diese Pflanze eben auch Blätter, weil die das gar nicht mag, gestört zu werden. Ja, und davon, wie gesagt, ist das hier alles noch ein bisschen trüb, aber das gibt sich auch wieder. Ja, hier ist ebenfalls das große Moospolster rausgeflogen, das sich hier rechts in der Ecke befunden hat. Deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen kahl aus. Aber diese Kryptokoryne, die wird das alles ganz schnell zuwuchern und dann stellt sich das wieder ganz anders dar. Ja, und vom Besatz her ist hier also, das ist ja mein Gesellschaftsaquarium, da ist ganz ordentlich was los im Moment. Ich sag mal, der Kreislauf des Lebens wird sehr gut dargestellt. Ich habe einerseits Babyfische, die Platis. Da sind ein paar Babys durchgekommen, meine schönen orangen Platis. Da freue ich mich immer, weil anders als die Guppies ist das also nicht so, dass die hunderte Babys hier problemlos durchbringen, sondern ich sag mal, der Plati-Bestand erhält sich, aber er wird nicht signifikant mehr. Ich habe jetzt 5 Babys gezählt, die eine Größe erreicht haben, wo sie eben nicht mehr in Gefahr sind, von den anderen Fischen gefressen zu werden. Und ich denke, dass auch das genau der Grund ist, dass hier nicht mehr passiert auf der Vermehrungsebene, weil ich auch schon beobachtet habe, wie die eigenen Mütter von den Platis ihre Babys durchs ganze Aquarium gejagt haben und versucht haben, die zu fressen. Und das wird hier, denke ich mal, der Mehrheit der Plati-Babys leider blühen, dieses Schicksal. Von daher freue ich mich immer, wenn ein paar durchkommen und der Bestand dann gesichert ist. Und gleichzeitig habe ich hier 2, ich sage mal, sehr geriatrische Fische, die sehr, sehr alt sind und das Ende ihres Lebens wohl demnächst erreichen werden. Das ist einmal ein sehr großes Plati-Weibchen, was also Anzeichen zeigt von
degenerativen Alterserscheinungen, sage ich mal. Sie ist jetzt nicht total krank oder so, sondern man sieht ihr halt einfach an, sie ist ruhiger geworden und ja, nicht mehr so wie die anderen munter dabei. Und da kommt gerade meine andere Oma. Das ist hier ein sehr großes Panzerwelsweibchen, die also auch schon wahnsinnig alt ist. Und ja, ich denke mal, das kann man jetzt auch auf dem Video sehen. Das ist auf jeden Fall eine bucklige Oma geworden. Und so das deutlichste Anzeichen, dass sie jetzt nicht mehr allzu lange zu leben hat, ist, dass sie ihr Verhalten in den letzten 14 Tagen also enorm geändert hat. Sie ist nicht mehr mit den anderen Panzerwelsen unterwegs. Die sind eigentlich den ganzen Tag in Bodennähe im Unterholz unterwegs und ab und zu sieht man sie mal, zur Fütterungszeit kommen sie raus oder wenn sie gerade in Laune sind, sich zu paaren. Ja, und sie hat sich davon so ein bisschen zurückgezogen von der Panzerwelsgruppe und ist jetzt eher mal so hier im Freiwasser mit den Guppies und Platis unterwegs. Und ja, das deute ich also schon als Anzeichen, dass sie eine Uroma geworden ist. Das waren ursprünglich mal 8 Panzerwälse. Davon sind jetzt, soweit ich das durchgezählt habe, ist wie gesagt immer ein bisschen schwierig, weil die so versteckt leben, 5 erwachsene Tiere noch übrig und 2 Babys sind also durchgekommen. Ja, ein Panzerwelsweibchen von dieser ursprünglichen Truppe ist schon vor einigen Monaten verstorben. Das habe ich also gefunden, das tote Tier. Und eins der Männchen muss auch irgendwann gestorben sein. Das habe ich aber nicht gefunden. Also das ist dann meistens so, dass die Schnecken und Garnelen das unbürokratisch regeln. Für die ist das dann ein schönes Fresschen. Ja, also wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Der Besatz verschiebt sich auf jeden Fall, wie man sehen kann, immer mehr in Richtung Guppy-Männchen, weil ich da einfach auch sehr prachtvolle, schöne Tiere habe, die ich immer mal wieder in den anderen Aquarien einfange und dann hier mit eingliedere. Und die Platis sind, wie gesagt, auch ganz fröhlich noch mit dabei. Die Salmler sind auch dezimiert worden, also meine SP-Keilfleck-Bärblinge, da zähle ich jetzt auch nur noch 4 Fische, von ursprünglich vor vielen, vielen Jahren mal 10, aber ich müsste nachschauen, um zu sagen, wie alt die Fische jetzt im Einzelnen sind, aber die Keilfleck-Bärblinge, die sind also auch schon, die haben schon 2 Umzüge mitgemacht. Also ursprünglich hatte ich die mal in 54 Liter Becken vor vielen, vielen Jahren, dann sind sie in 60 Liter Becken gezogen und dann letztendlich hier rein. Und ja, also das sind auf jeden Fall auch Omas und Opas und 4 Stück, wie gesagt, sind noch vorhanden. Ja, so viel zu diesem Aquarium. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass 3 Aquarien für das neue, größere werden weichen müssen und leider ist mein allerkleinstes hier eins davon. Das finde ich wirklich schade, weil also ich finde das so niedlich, wie ich das eingerichtet habe. Das ist so, naja, ich möchte es jetzt nicht Iwagumi nennen, also dafür kenne ich mich zu wenig mit Aquascaping aus, das wäre vermessen. Aber ich sag mal Iwagumi inspiriert zumindest. Das ist hier das besagte flutende Pfeilkraut, Sagittaria subulata, eine Monokultur, sage ich mal, was aber im Aquarium nicht weiter schlimm ist, solange die Pflanzen gesund sind und gut wachsen. Und dazu eben 5 Steine von der Ostsee. Ja, aber also dieses Aquarium ist einfach für die dauerhafte Haltung von Fischen zu klein mit 25 Litern. Ich habe da jetzt aktuell noch ein paar junge Entlerweibchen drin und ein Männchen sehe ich da auch gerade, das mal dringend umgesiedelt werden muss. Und noch einige Babyfische, die da drin aufgezogen werden. Dafür reichen 25 Liter auf jeden Fall aus. Aber wenn die Fische dann eine bestimmte Größe erreichen, dann müssen die zwingend in ein größeres Aquarium umziehen. Ja, und deswegen ist das für mich einfach auf Dauer kein Aquarium, das ich weiter pflegen möchte.
Das hier ist jetzt das Ende von meinem Schreibtisch sozusagen. Da steht jetzt aktuell noch dieser zauberhafte 60 Liter Kübel, der also weichen soll für das nächste Aquarienprojekt. Da drin befinden sich aktuell immer noch, ich vermute mal, hunderte Rezakura Garnelen. Ich habe da zwar einige verkauft, aber die vermehren sich ja schneller, als man die verkaufen kann. Und 2 Ableger von meinen Echinodoris blairi, die also, wie man sieht, hier schon verzweifelt versuchen, aus dem Aquarium rauszuwachsen. Die hatte ich jetzt schon ein paar Wochen in den Kleinanzeigen inseriert, habe leider niemanden gefunden, der sie kaufen möchte. Das wäre ja durchaus eine schöne Sache für jemanden mit einem großen, hohen Aquarium. Der könnte sich die dann direkt da reinpflanzen und müsste nicht ewig warten, bis die groß sind, weil das sind sie ja schon. Aber ich werde die weiter inserieren. Vielleicht findet sich ja noch jemand, weil jetzt, wo ich die so hübsch groß gezogen habe, würde mir das schon leid tun, die einfach wegzuwerfen. Ja, und was eben außerdem noch weg muss, ist dieses Becken hier. Mein Kryptokorine-Becken, das 54 Liter Becken. Das werde ich allerdings, wenn ich es abgebaut habe, behalten als Quarantäne-Aquarium. Also einfach, wenn es mal nötig sein sollte, dass man es auffüllt und eben Kranke oder Fische, die Ruhe brauchen, dann mal kurzfristig reinsetzt und es danach auch wieder abbaut. Das kommt ja zum Glück nicht so häufig vor. Ja, da werde ich auch ein bisschen mit zu tun haben, bis ich da alle Fische und Garnelen rausgefangen habe. Das kann sich hinziehen. Naja, aber dann habe ich was zu tun die nächsten Wochen. So, das war mein heutiges Update. Ja, ich werde mich auf jeden Fall wieder melden, sobald mein neues Aquarienprojekt anfängt, Gestalt anzunehmen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.